dann trotzdem den Abend sehr genossen. Aber ich muss natürlich auch, shame on me, zugeben, dass es war dann auch schon so, wenn ich dann irgendwie getanzt habe und so weiter, dann habe ich schon so geguckt, ob er denn auch guckt. Aber wie bescheuert ist zwischen Tür und Angel und weiß halt nicht, woran du bist und wartest quasi immer so auf diese Erlösung von ihm, dass er dich dann wählt, dass er dann sagt, ja, auch du bist für mich diejenige welche. Das passiert dann aber nicht, eben weil man genau darauf wartet. Man hat wieder einen neuen Crush. Du malst dir dann natürlich schon wieder aus, das ist Mr. Right, das ist all das, worauf du immer gewartet hast und es ist im Grunde noch nichts passiert, es gab noch nicht mal ein Date, aber man hat in Gedanken quasi schon das Hochzeitskleid ausgesucht, alles, das ganze Leben durchgeplant und ja, nur ist das Problem an der ganzen Sache, dass er sich in der Regel nicht so wirklich in Bewegung setzt in Richtung, ja, wie man das gern hätte, dass er einen dann endlich um ein Date bittet und du schwärmst dann immer vor dich hin und wartest, aber es passiert nichts. Das habe ich so oft so gehabt. Und natürlich, du wirst dann nach Dates oder so gefragt, aber dann irgendwelche von Männern, die dich überhaupt gar nicht interessieren, wo du gar nichts von denen wissen willst, die legen sich dann voll ins Zeug, machen all das, was du dir eigentlich wünschst, was der Typ, von dem du wirklich was willst, machen würde, aber er macht das nicht. Ja, ich habe natürlich immer lange versucht, dieses Rätsel zu lösen, warum das denn so passiert. Also es hat mit einem selbst zu tun, aber wie soll ich sagen, es geht um die Perspektive, aus welcher man quasi betrachtet wird, beziehungsweise was für ein Verhalten man selbst an den Tag legt. Also sagen wir mal, der Mann, der jetzt anfängt, irgendwie aktiv zu werden und dich zu fragen und sich um dich zu bemühen und so weiter, er interessiert dich überhaupt gar nicht. Du strengst dich auch dann nicht an, irgendwie dich toll zu zeigen oder würdest jetzt nicht nochmal extra dich schick machen oder dich schminken und nochmal toll anziehen und so weiter. Und ist einfach ganz natürlich so, wie du bist und machst dir dann ja keine Sorgen darüber, ob du gut genug bist oder was er denken könnte, sondern du bist total frei. Die Energie fließt total bei dir selbst und das nimmt er ja auch wahr. Und das wirkt sehr anziehend. Wenn man dann aber diesen Crush hat, was passiert denn da? Ich habe mich da jetzt eine Zeit lang bei beobachtet, ne? Weil es gab jemanden, den ich total toll fand, aber nichts ist passiert. Nichts. Ich habe dann gemerkt, wie ich, sobald er den Raum betritt, was dann mit mir passiert. Also als wäre ich nicht mehr bei klarem Verstand. Ich habe dann richtig gemerkt, wie dann so ein Energieshift stattfindet, wo ich könnte, also zum Beispiel, ich sitze dann da, bin irgendwie voll müde, gelangweilt und auf einmal kommt der rein und man ist so, oh Gott, man dreht total durch. Und dann möchte man ja natürlich, also es wäre ja jetzt fast unerträglich, wenn er jetzt den Raum betritt und einfach an dir vorbeigeht. Das möchtest du ja nicht. Deswegen tust du alles Mögliche, damit er dich irgendwie beachtet. Vor allem, was noch schlimmer ist, wenn du ja weißt, dass du ihm begegnest, hast du dich 5 Stunden fertig, damit du so gut aussiehst wie noch nie in deinem Leben und er guckt dich trotzdem nicht an. Kann ich auch so ein Beispiel sagen, es gab dann eine Feier, wo ich wusste, dass er auch da sein wird. Und also ich habe mich auch so schick gemacht, aber nochmal extra schick. Und dann denkst du, ja, okay, und dann lockere Stimmung und dann traut er sich bestimmt, mich anzusprechen und so. Und dann, ja, toll, lalala, können wir irgendwie mal richtig in Kontakt. Und dann läuft das alles so, wie ich das gern hätte. Das passiert in der Regel nicht. Du kommst dann zu der Party und es passiert nichts. Er beachtet dich gar nicht. Und du kannst dann halt entweder, was ich auch früher, kannst halt den ganzen Abend darauf warten, dass er dich beachtet oder du lebst halt einfach dein Leben und hast Spaß. Ich meine, das ist das letztendlich, was ich dann auch gemacht habe. Ich meine, es war halt so, ich dachte, ja, toll, ich habe es mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber ich habe dann trotzdem den Abend sehr genossen. Aber ich muss natürlich auch, shame on me, zugeben, dass es war dann auch schon so, wenn ich dann irgendwie getanzt habe und so weiter,
Dann habe ich schon so geguckt, ob er denn auch guckt. Aber wie bescheuert ist das? Was bringt es mir? Was bringt es mir? Weil dann habe ich das Gefühl, er findet mich doch toll. Mein Ego ist beruhigt. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Anerkennung bekommen. Es ändert aber gar nichts an der Situation an sich. Gar nichts. Was ist eigentlich das Problem an dieser ganzen Geschichte? Man neigt ja auch dann dazu, dann irgendwie nochmal sich extra ins Zeug zu legen oder wenn er dann in der unmittelbaren Nähe ist. Ich muss sagen, ich habe mich da natürlich sehr bei beobachtet. Dann geht man so ein bisschen anders und dass er auch so ein bisschen guckt. Ich meine, das nimmt doch jeder wahr dann. Und das ist ja genau das, was erstmal voll die ganze Energie blockiert, weil du bist total künstlich, du bist gar nicht du selbst, du legst dich voll ins Zeug, damit er dich irgendwie beachtet, damit er dich toll findet, schreist quasi, hallo, hier bin ich. Das wirkt total unattraktiv, das ist total bedürftig auch. Und dann habe ich, als ich das mal so beobachtet habe, ich eigentlich gedacht, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, was mache ich hier eigentlich? Und das ist ja dann genau das Problem. Also was ich eben gesagt habe, das ist der Mann, der dich nicht interessiert, da verhältst du dich total natürlich. Und wenn dann aber dein Crush da ist, dann machst du da so eine Show. Und oft ist es ja aber so, dass man das jetzt nicht absichtlich macht. Man macht ja jetzt nicht einen Plan, was für eine Show man macht, sondern das ist einfach, du bist total außer Kontrolle. Die Hormone schießen voll durch, weil du den toll findest. Du bist auch nervös. In einem bestimmten Rahmen ist das ja auch normal und gesund, dass du dann irgendwie ein bisschen nervös bist und ein bisschen rot wirst und nicht so richtig weißt, was du sagen sollst und so. Das ist aber dann viel besser, weil es natürlich ist, als dann da irgendwie versuchen auf Krampf irgendwie was Witziges zu sagen oder was Schlaues zu sagen. Das läuft immer voll nach hinten los in der Regel. Was ist das Fatale an dieser ganzen Geschichte? Dass, also wenn du da jetzt, sage ich mal, das alles mit Abstand betrachten kannst und sagen kannst, ja gut, okay, dann war es das nicht. Aber, und das ist das, wozu ich dann halt auch früher tendiert habe, dann da ein richtiges Drama draus zu machen, seinen ganzen Wert davon abhängig zu machen, weil wenn er mich dann nicht beachtet. Und dann ist man ja quasi wie, also sagen wir mal, es geht dann los, dass man so ein bisschen anfängt zu daten oder irgendwie, aber das ist alles nicht so richtig klar. Und dann ist man zwar eigentlich immer so in der Schwebe, man weiß nicht so richtig, woran man ist, man spürt, dass er einen irgendwie toll findet, aber dann auch doch nicht. Und dann ist man da immer zwischen Tür und Angel und weiß halt nicht, woran du bist und wartest quasi immer so auf diese Erlösung von ihm, dass er dich dann wählt, dass er dann sagt, ja, auch du bist für mich diejenige welche. Das passiert dann aber nicht, eben weil man genau darauf wartet. Und womit hängt das zusammen? Weil man sich selbst abhängig macht von seiner Wertung. Ich weiß noch einmal, da gab es einen Typen, den fand ich so toll und das ging auch über mehrere Monate, aber von dem ist gar nichts passiert. Und er wusste ja, dass ich ihn auch toll fand. Und er fand mich auch ganz gut, aber scheinbar nicht so gut, dass er dann irgendwie mich daten wollte. Und das war für mich ein riesiges Drama. Das hat mich völlig fertig gemacht. Oder beziehungsweise ich habe mich deswegen fertig gemacht. Ich habe dann ja meinen ganzen Wert davon abhängig gemacht und ich wollte auch unbedingt, dass das funktioniert, weil du malst es dir dann ja auch so aus. Du findest dann irgendeinen toll und so wie ich das ja auch schon mal gesagt habe, man verliebt sich ja in der Regel immer in etwas, was einem so genommen wurde oder was man irgendwie verloren hat oder wo, ja, sowas, solche Gefühle. Und wenn du dann irgendwie einen Typen hast, den du toll findest und der suggeriert dir irgendwie Stabilität und Sicherheit, die du dir in dem Moment selbst nicht geben kannst, dann, das war zum Beispiel bei mir so der Fall. Und das habe ich halt alles voll auf ihn projiziert, statt zu begreifen, dass das ja alles in mir liegt und dass ich das irgendwie nur entfalten muss. Und ich habe dann, ja, richtig darunter gelitten und vor allem halt diese Abhängigkeit von einer anderen, diese emotionale Abhängigkeit von einer anderen Person, die sich dann massiv auf deine Laune auswirkt. Und das hatte ich dann mit einem anderen Crush halt auch, wo ich dann gemerkt habe, wie krass das meine Laune beeinflusst, ob er mich jetzt beachtet oder nicht und ob er schreibt oder nicht. Natürlich freut man sich, wenn er dir schreibt, also man freut sich eigentlich immer in der Regel, wenn dich ein Mensch kontaktiert, den du magst, so. Aber diese wahnsinnige Abhängigkeit davon und dann habe ich wirklich so lange darüber nachgedacht, warum das
Also warum es mir so wichtig ist und warum es so einen Einfluss hat und dass ich das nicht will, bis ich dann einfach auch meinen Fokus davon weggelenkt habe und den auf mich gelenkt hat, auf meine eigenen Projekte, mein eigenes Leben voranzubringen und in die bestmögliche Version zu bringen, statt mich auf diesen Typen zu fokussieren und irgendwie mich da ins Zeug zu legen, um dem zu beweisen, dass ich hier die Tollste bin und bitte wähl mich doch. Und das hat ganz schön was verändert. Also ich finde ihn nach wie vor nett, aber, also es ist irgendwie nichts draus geworden, aber ich finde ihn nach wie vor so ganz passabel, aber ich bin nicht mehr abhängig davon, ob er mich jetzt beachtet, ob er mir schreibt oder was auch immer. Ich stehe dem eigentlich, ja, ist gut, wenn er mir schreibt, wenn nicht, dann halt nicht. Und das fühlt sich viel, viel besser an, weil wie viele Frauen hängen denn in solchen Situationen fest, wo sie irgendwie jemanden daten und man weiß nicht so richtig und das fühlt sich total schlimm an. Du bist total angespannt und wartest auf diese Erlösung von ihm, aber die ja nicht kommen wird. Und du kannst dich ja selbst davon erlösen, indem du dich nicht mal mehr in die Situation bringst. Das heißt nicht, dass du nicht datest. Doch, das kann man machen. Aber du wählst ja dich in erster Linie und er, also ein Mann oder ein Partner, ist dann immer nice to have, aber das macht ja nicht dein ganzes Leben aus oder wie du dich fühlst, dass du dich davon so beeinflussen lässt, ob er jetzt da ist oder nicht. Mein Leben ist so schön und wenn da jetzt jemand kommt, wunderbar, aber so ist es auch top. Weil du in dir selbst erfüllt bist. Wenn du aber, so wie ich viele Jahre, immer so eine Leere verspürt hast, in Form von, dass da quasi jemand kommen muss, der dich ergänzt und damit du dich vollständig fühlst und so weiter. Also es gilt ja auch für Männer so. Es gibt ja auch Männer, die das so empfinden, dass sie denken, oh Gott, es muss jemand kommen, damit ich nicht alleine bin und damit mich jemand hier vervollständigt. Nein, man ist selbst vollständig. Es muss niemand kommen, um das zu erfüllen. Aber man neigt dazu, sich da so reinzusteigern, dass da jemand kommt und dir all das gibt. Aber es ist doch ein tolles Gefühl, wenn du all das, wenn du die Erfüllung in dir selbst hast und dann, wenn du dann auch nicht diese Abhängigkeit und diese Bedürftigkeit ausstrahlst, sondern du hast einen Crush und du verhältst dich einfach ganz normal und ganz natürlich so, wie du bist, ohne das irgendwie zu pushen, ohne sich hier nochmal extra schick zu machen und so weiter. Das findet ja auch jeder Mann viel attraktiver, wenn die Frau sich total natürlich verhält, wenn sie sich da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was fertig macht wie auf dem Ball, was total übertrieben ist. Und ja, das ist dann auch so eine Art Maskerade. Du versuchst dann irgendwas zu zeigen oder ihm jemanden zu zeigen, der du aber eigentlich gar nicht bist. Und ich meine, wie lange kann das gut gehen? Und vor allem, ich meine, das kann ich zum Beispiel auch erzählen, wenn man dann so einen Crush hat, den man irgendwie toll findet, aber man ist da richtig pushy unterwegs die ganze Zeit selbst, weil man das irgendwie alles antreiben muss, bist du erstmal gar nicht in deiner weiblichen Energie, das ist schon mal das Erste. Und er ist dann ja auch voll passiv. Und dann denkt man, okay, aber wenn ich ihn dann erstmal quasi an Land gezogen habe und das mit uns geklappt hat, dann wird alles toll. Nein, wird es nicht. Er wird ja genauso passiv dann weiter in der Beziehung bleiben. Ich hatte das mal mit jemandem, den fand ich total toll, aber ich musste schon sehr, ich wollte sagen, den Stein ins Rollen bringen, aber eigentlich musste ich den Stein auch die ganze Zeit dann weiterschieben alleine. Ich war da voll in meiner männlichen Energie, voll in der Rolle des Mannes, in dem ich ihn eigentlich ja, klar gemacht habe. Und das ging dann ja die ganze Beziehung auch so weiter. Und natürlich war das ja nicht, was ich wollte. Und natürlich war ich damit überhaupt nicht zufrieden. Und naja, ich habe es dann irgendwann beendet, weil das würde ja die ganze Zeit so weitergehen, weil er einfach auch in dieser Rolle ist. Also man neigt dann ja auch dazu zu denken, ja, und dann wird irgendwie sofort alles besser. Nein, wird es nicht. Grundsätzlich wird es schlechter, wenn man die falsche Wahl trifft oder auch irgendwie nicht wirklich daran arbeitet.